Wenn ich ein Auto polieren will, gibt es viele Faktoren, die ich berücksichtigen muss, aber keiner dieser Faktoren ist so wichtig wie einer. Das Einstellen dieser einen Stellschraube hat wirklich meinen gesamten Polierprozess revolutioniert und ich wünschte, ich hätte das von Anfang an so gewusst, dann wäre vieles deutlich einfacher und schneller gewesen. Aber jetzt weiß ich, so eine Schöne ist, ich kann es dir auch sagen und damit sparst du dir viele Jahre ausprobieren und viele Jahre selbst herausfinden. Abgesehen von der Auswahl der richtigen Materialien und Werkzeuge, also die passende Poliermaschine, das passende Polierpad, die passende Politur, gibt es noch Faktoren, auf die wir direkt beim Arbeiten Einfluss nehmen. Das ist nämlich die Haltung der Maschine, nämlich lege ich sie gerade auf oder winkle ich sie an, die Drehzahl der Maschine, die Rotation der Maschine, die Dauer des Polierens, also wie lange poliere ich eigentlich und wie schnell bewege ich mich. Und zu guter Letzt der Druck. Das heißt, wie doll drücke ich die Maschine auf die Oberfläche, mit wie viel Druck arbeite ich beim Polieren. Und hier ist der große Fehler leider, denn mir wurde immer erzählt und es wird leider immer noch erzählt, arbeite beim Polieren mit der Exzenter ohne Druck, lass die Maschine selber arbeiten, dann ist sie am effektivsten. Achte unbedingt darauf, dass sich der Stützteller dreht. Das ist das Allerwichtigste beim Polieren mit der Exzenter Poliermaschine und das ist absolut falsch. Selbst vermeintlich unproblematische Flächen wie die gerade Motorhaube wurde dann zum Problem, denn die Motorhaube ist leicht gewölbt, das heißt in der Mitte liegt das Pad nicht gleichmäßig auf und wenn ich jetzt versuche, dass das Pad sich um alle Umstände dreht, dann muss ich halt wirklich Druck rausnehmen, muss irgendwie einen richtigen Winkel finden und eier irgendwie rum. Ich nutze oft kleinere Pads, damit es sich wirklich dreht und brauche einfach wirklich lange für ein Ergebnis. Wenn ich jetzt einfach mal wüsste, dass ich den Druck erhöhen kann und es gar keine Rolle spielt und ich sage wirklich keine Rolle, 0,0 Rolle, ob sich das Pad dreht oder nicht, sondern nur die Seitwärtsbewegung gegeben ist bei einer 15 mm Hubmaschine und mehr, das ist wichtig, oder 12 mm und mehr, dann hätte ich viel weniger Stress in meinem Polierleben gehabt. Weil ich nicht mehr so darauf achten muss, wie kann ich jetzt die Maschine ankanten. Ich brauche jetzt vielleicht doch noch einen kleineren Stützteller, damit ich die Fläche besser unterteilen kann und sich der Stützteller dreht. Nee, ich hätte einfach konzentrierter darauf arbeiten können. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Maschine den Bereich poliert und den Bereich abdeckt, den ich gerne polieren möchte und nicht, wie kann ich nur dafür sorgen, dass die Maschine sich dreht, weil darauf kommt es nämlich nicht an. Das musst du mir jetzt nicht glauben. Ich würde dir empfehlen, generell, wenn du schon in dem Bereich ein bisschen Erfahrung hast, probier es mal aus. Alternativ schau dir, oder nicht alternativ, schau dir vielleicht vorher erstmal meinen kleinen Versuch an. Ich will dir jetzt mal zeigen, dass es zumindest keinen Unterschied macht, wenn es nicht sogar durch den Druck ein besseres Ergebnis wird. Ich würde sagen, wir starten jetzt hier mal auf der Haube mit einem kleinen Versuch. Um den kleinen Versuch vorzubereiten, starten wir mit 2 neuen Cutting Pads und einer definierten Menge Politur. Und falls du dich jetzt fragst, was sind denn Cutting Pads, wovon redet der da eigentlich im Genauen? Will ich überhaupt, kann ich überhaupt mein Auto polieren, macht das für mich Sinn? Dann empfehle ich dir wärmstens mal hier unten auf den Link zu klicken und mal einen kurzen Persönlichkeitstest von mir zu bekommen, um herauszufinden, bin ich denn überhaupt jemand, der sein Auto polieren sollte? Bin ich dazu in der Lage? Passt das zu meiner Persönlichkeit? Wie gesagt, es ist kostenlos und du kriegst weitere Informationen, die dich in einer weiteren Autopflegekarriere, insbesondere beim Polieren, voranbringen. Klick einfach hier unten auf den Link und sicher dir kostenlos diese Informationen. Ich schnapp mir 2 Cutting Pads, hol mir noch Politur und dann geht's an die Motorhaube. Hier haben wir den Ausgangszustand, kein extrem schlechter Zustand, aber so das, was wir täglich vor die Poliermaschine bekommen. Deswegen ein ganz guter Versuchskandidat für meinen kleinen Aufbau. Ich habe ein relativ hartes oder mittelhartes Cutting Pad genommen und habe eine definierte Menge an Politur, in dem Fall 1 mm für beide Fälle, gleichmäßig aufs Pad verteilt und starte auf der linken Seite mit ohne Druck sozusagen, also wirklich nur Maschine so auflegen, dass sie gerade läuft, in 1,5 Bahnen 20 Sekunden lang polieren, abwischen und dann ist die nächste Seite dran. Achte mal auf den Stützteller, man sieht wunderschön, wie stark und schnell er sich dreht. Ich habe hier auf Stufe 6 poliert, deswegen alles, was diese Maschine hergegeben hat. Übrigens, die Akkumaschine hat eh nicht ganz so viel Power wie eine Kabelmaschine, deswegen umso besserer Versuchsaufbau. 20 Sekunden sind es nicht ganz geworden, 23, aber auf die paar Sekunden kommt es nicht an, geht so um ungefähr die gleiche Zeit. Auf der anderen Seite gleiches Pad, ebenfalls neues blaues Lake Country, 1 Milliliter Politur auf das gesamte Pad verteilt, aber jetzt nur auf Stufe 4 und mit viel Druck. Achte mal auf den Stützteller und du wirst sehen, dass er sich teilweise wenig, teilweise gar nicht dreht, also wir wirklich diese Rotation ausgeschlossen haben, aber dafür eben mit Druck arbeiten. Ansonsten gleicher Aufbau, 20 Sekunden, 1,5 Polierbahnen, los geht's.
Wenn du genau guckst, habe ich auch ungefähr bei 23 Sekunden nicht gestoppt. Ich habe daneben getippt, aber die Polierzeit war die gleiche. Und jetzt schauen wir uns mal das Ergebnis an. So, ich wische nochmal die Politurreste am Klebeband weg und ja, Ergebnis hat sich auf jeden Fall bestätigt. Es ist ja ein Hauch natürlich, weil die Poliermaschine auch so sehr gut arbeitet, aber obwohl der Teller auf der rechten Seite komplett stillstand oder fast komplett stillstand, sich fast gar nicht gedreht hat und nur auf Stufe 4 gearbeitet wurde, habe ich auf der linken Seite, wo sich der Teller permanent gedreht hat und ich auf Stufe 6 gearbeitet habe, ein schlechteres Ergebnis, weniger Polierleistung gehabt als auf der rechten Seite. Und das bestätigt eben diese Annahme, die ich früher nicht wusste, gerne gewusst hätte und auch immer falsch beigebracht wurde. Am Ende muss ich zugeben, ich bin nicht ganz alleine drauf gekommen. Also wir haben es dann ausprobiert, aber darauf gebracht hat mich tatsächlich Lake Country bei der Automechanika vor 2 Jahren mittlerweile oder 1,5 Jahren. Dort habe ich gesehen, dass die bei der Vorführung wirklich mit einer sich nicht drehenden Maschine poliert haben. Wir sind ins Gespräch gekommen und dann haben die mir erzählt, dass sie das mal wirklich mit einer Versuchsreihe untersucht haben und festgestellt haben, dass die Rotation der freilaufenden Exzenter-Poliermaschine keine Rolle für den Cut, also für die Aggressivität, für den Erfolg des Poliergangs spielt, sondern der Druck viel, viel, viel wichtiger ist. Kleiner Disclaimer für alle, die in den Bereich einsteigen und anfangen, Auto zu polieren. Bitte lerne so zu polieren, dass sich der Stützteller dreht. Einfach, weil du dann weißt, dass du die Maschine gerade halten kannst. Du lernst einfach ein gutes Maschinenhandling, ohne dass es nötig ist für das Ergebnis, dass sich der Stützteller dreht. Aber gib ruhig von Anfang an auch ein bisschen Druck auf die Maschine, damit du einfach dein Ergebnis verbesserst und die Geschwindigkeit beim Polieren erhöhst. Achte nur bitte darauf, dass wenn du an Kanten arbeitest, und das ist jetzt deswegen der Disclaimer ganz wichtig, dann reduziere unbedingt den Druck, weil natürlich mehr Druck auf der Oberfläche zu einem höheren Reibwert führt und der höhere Reibwert zu einer stärkeren Erwärmung der Oberfläche. Wenn du das auf die Spitze treibst und 5 Minuten die Exzenter mit viel Druck auf eine Stelle drückst, kannst du da auch gerne mal durchpolieren, weil du einfach so viel Wärme erzeugst und der Lack dadurch so weich wird und die Kante dünn ist. Also merk dir auf gerader Fläche und in Rundungen, die nach innen gehen, gar kein Problem, gib ruhig Druck drauf. Du musst dich nicht auf die Maschine stellen, sondern das in einem normalen Rahmen. Aber wenn du an Kantenbereiche ranfährst oder an die Enden und Ecken von dem Bauteil, dann nimm Druck raus, um die Hitze zu reduzieren und achte wirklich generell auf ein Hitzemanagement, damit du nicht zu viel Hitze in den Lack einträgst. Das ist aber immer wichtig, egal ob wir mit oder ohne Druck arbeiten, wobei natürlich mehr Druck auch gleichzeitig mehr Hitze erzeugt. Nimm also bitte aus diesem Video mit, mach dich nicht verrückt, wenn sich der Stützteller nicht dreht. Nimm nicht ein 1 mm Pad, damit sich der Stützteller dreht an jeder Ecke, spielt keine große Rolle. Achte darauf, dass das Pad möglichst aufliegt, dass du nicht nur über Kanten rüber reibst und gib ein bisschen Druck drauf, um schneller zu werden und ein schönes Ergebnis zu erzielen und probier dich mal in dieser Methode ein bisschen aus. Wie gesagt, für mich hat es das Polieren wirklich revolutioniert und einfacher gemacht, auch wenn der Unterarm es dir am Anfang erstmal danken wird, weil da musst du dich echt dran gewöhnen, Druck auf die Maschine zu geben. Probiert euch mal ein bisschen mit der Methode aus und wenn ihr noch mehr Geheimtipps und wichtige Informationen haben wollt, tragt euch für den Online-Kurs ein. Da gibt es einen mega coolen Persönlichkeitstest, ob du überhaupt geeignet bist zu polieren. Und im Online-Kurs gibt es dann das tiefste aller tiefen Polierwissen, das es sonst nur beim Wochenworkshop bei mir gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!